Hallo meine Lieben, heute ist es endlich soweit. Heute bekommt ihr endlich das Video, wo ich euch zeige, wie ihr mit dem Laser eure eigenen Stempel lasern könnt. Und da gebe ich euch natürlich wie immer auch noch ein paar Zusatzinformationen dazu. Und das Ganze gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Ich hatte euch ja schon verschiedene Sachen gezeigt oder Möglichkeiten gezeigt, wie ihr zum Beispiel Stempel machen könnt und mit mehr oder weniger Erfolg, oder alle haben zumindest ihre Besonderheiten. Als allererstes hatte ich euch gezeigt, wie ihr Stempel schnitzen könnt. Da braucht es allerdings durchaus Übung mit den Instrumenten und dem Gummi, damit man da wirklich ein schönes Resultat hinbekommt. Und es braucht durchaus auch Geduld, um so einen Stempel zu schnitzen. Das nächste, was ich euch gezeigt hatte, war, wie ihr hier mit dem Stempelmaterial von Brother Stempel schneiden könnt. Die könnt ihr dann mit den Acrylblöcken verwenden und hier der Vorteil von beiden Seiten, aber ihr könnt hier nicht allzu filigran gehen, weil der Gummi sich verschiebt, das schneidet es einfach nicht sauber. Von dem her ist das eher so, wenn man Silhouetten macht, sagen wir mal so. Das Material könnt ihr natürlich nicht nur mit dem Brother verwenden, sondern auch mit den anderen Plottern, ne? Die dritte Variante, die ich euch gezeigt hatte, war, wie ihr mit der Silhouette Mint, das ist dieses Tool, womit man eben Stempel erstellen kann, wie ihr hier eigene Stempel erstellen könnt. Und was er da macht, er lasert quasi das Bild in den Stempel rein und ihr müsst es dann mit einer Tinte befüllen. Das geht dann eben nur mit der Tinte, die ihr gerade ausgewählt habt. Hier jetzt schwarz. Es gibt schon schöne Resultate, auch extrem filigrane Resultate. Und zum Aufbewahren, ihr braucht nicht für jeden Stempel so einen riesen Block, sondern ihr könnt den runternehmen und einen anderen Stempel drauf machen. Und dann den hier verwenden. Auch hier mit Schriften. Geht wirklich einfach, die zu erstellen. Aber eben, ihr könnt da nicht alles damit machen, was ich sonst so mit Stempeln anstelle. Das Ganze mit Heat Embossing. Ja, es gibt, oder kurz hier verschiedene Stempelfarben zu machen, geht halt einfach nicht. Ihr befüllt das und dann müsst ihr ca. 50 Mal stempeln, bis die Farbe raus ist. Und erst dann könntet ihr das mit einer anderen Farbe machen. Ihr seht, ich habe für mich noch nicht die richtige Lösung gefunden. Das sind alles Sachen, die kann man für bestimmte spezielle Sachen einsetzen, aber ist jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Und deshalb wollte ich euch heute mal zeigen oder das auch mit euch zusammen ausprobieren, wie denn das aussieht mit dem Lasern. Weil ich habe ja den M1 Laser von Xtool. Und da wollte ich euch eben heute mal zeigen, wie ihr den Stempelgummi lasern könnt. Für das Lasern habe ich heute 2 Boxen vom Xtool. Das zweite, da sind nur kleine Holzblöcke drin. Die zeige ich euch dann, wenn wir das Ganze ausprobiert haben. Das eigentlich Wichtige ist dieses Paket und das heißt Laser Engrave Rubber Pad and Stamp Set. Gucken wir kurz, was da drin ist. In dem Paket drin habt ihr den Stempelgummi selber und der ist durchaus schon dick, ne? Einmal in Grau, einmal in Rot. Dann habt ihr bei diesem Paket hier so kleine Stempelsets mit dabei. Das sind die, die ihr vielleicht aus dem Büro kennt. Das heißt, ich habe hier innen drinne gibt es mit dazu ein Blau, Rot, Grün und Schwarzes Stempelkissen quasi. Und wenn der in Ruheposition ist, liegt der Stempel auf dem Kissen drauf. Und wenn man den stempelt, dreht sich das runter. Und wenn hier ein Stempel drauf wäre, würde man so dann halt einfach eben stempeln. Das ist jetzt nicht zwingend das, was
ich normalerweise mit Stempeln machen will, aber ich zeige es euch einfach, sondern ich möchte gerne einerseits Mini-Stempel machen, die ich dann auf Holzblöcke aufklebe, und dann möchte ich auch Stempel machen, die ich dann mit einem Stempeltool oder mit Acrylblöcken verwenden kann. Das ist das, was wir testen wollen. Hier dabei habt ihr auch noch die Empfehlung, wie ihr das graviert. Ich werde verschiedene Einstellungen ausprobieren mit beiden Stempelgummis und euch dann sagen oder die Ergebnisse zeigen und euch dann sagen, mit welcher Einstellung ich das gelasert habe. Ich werde einen kleinen Hasen machen als Mini-Stempel, eine Silhouette, und dann, wenn ich weiß, welches die richtigen Einstellungen sind, mache ich dann auch noch einen größeren Hasen und dann eben noch eins, um das hier reinzumachen. Ihr müsst jetzt natürlich nicht zwingend den Stempelgummi von Xtool verwenden, aber was ihr zwingend machen müsst, ist einen Stempelgummi zu verwenden, der fürs Lasern gemacht ist. Ihr könnt da nicht, na, die gibt es auch für andere Sachen, aber die dürft ihr wirklich nicht mit dem Laser verwenden. Verwendet hier einen Stempelgummi, der wirklich auch so klassiert ist, dass der fürs Lasern gemacht ist, weil, so wie ich das verstanden habe, ist es bei den anderen Stempelgummi das Problem, dass durch das Lasern dann giftige Gase entstehen und ne, das wollt ihr nicht. Nehmt einen Gummi, der fürs Lasern gemacht ist. Jetzt, um was zu lasern, brauchen wir natürlich auch noch ein Motiv. Und da wollte ich euch auch noch ein paar Tipps dazu geben. Einerseits, wenn ihr Stempel selber zeichnen wollt. Na, ich habe jetzt hier Procreate, habe ich euch auch schon x-mal auf diesem Kanal gezeigt. Und da gibt es auch eine ganze Playlist dazu, wenn man gerne zeichnet. Was ich hier mache, ist, dass ich die Hintergrundfarbe, also ich habe ein Quadrat, mache die Hintergrundfarbe auf schwarz und den Stempel, also die Farbe, auf komplett weiß. Dann habe ich mir hier so Silhouettenstempel angelegt. Ihr könntet eben auch zeichnen. Ich zeige es euch jetzt einfach kurz mit einem Stempel, den ich gemacht habe. Und der sieht so aus und so wird der eben auch wunderbar gleich weiß. Kann ich den ausmitten und dann kann ich das hier ganz einfach exportieren. Und zwar als PNG oder JPEG. Und das sichere ich mir dann einfach als Bild. Wenn ihr jetzt schon irgendetwas gezeichnet habt und das in weiß, mit weißem Hintergrund habt und schwarz, weil das ist ja das, was wir normalerweise machen, könnt ihr das ganz einfach ändern. Na, ihr könnt also einmal hier die Farbe ändern auf weiß, ne, hier ganz oben. Dann könnt ihr die Ebene auswählen und da sagen, auswählen. Dann wird er weiß und dann kann ich ganz einfach die Hintergrundfarbe ändern und dann ist es auch wieder weiß. Es geht einfach darum, dass das, was ihr exportiert, es geht einfacher, wenn das, was nachher an Stempelgummi stehen bleiben soll, ne, das, was ihr zum Stempeln verwenden wollt, sollte weiß sein und der Rest schwarz. Ne? Das war das, was ich euch auf dem iPad zeigen wollte und jetzt gucken wir uns noch ein paar Beispiele auf dem PC an. Ich bin jetzt hier schon im Xtool drin und um euch das hier noch kurz zu zeigen, ich kann ein Bild importieren, dann kann ich hier sagen, ja, anpassen an den Arbeitsbereich, dann habe ich eben genau hier meinen Bunny. Die Stempelblöcke, die ich habe, die sind 2 cm, das heißt, ich mache hier 20. Dann habe ich auch schon die Größe, die ich haben will nachher. Und was ihr bei Stempeln immer machen müsst, ist das Ganze horizontal zu spiegeln. Der hat im Moment einen weißen Hintergrund. Ihr seht hier, die Linie fängt hier an. Die sehe ich beim Hasen nicht. Und da kann ich ganz einfach auf Bild editieren gehen und sagen, mit diesem Zauberstab die weiße Fläche anklicken und sagen speichern. Und jetzt seht ihr die Linie von der Arbeitsfläche hier. Das heißt, ich habe jetzt wirklich nur noch schwarze Elemente, wo ich dann sagen würde, gravieren und die richtigen Einstellungen wählen würde. Ne? Das ist das Erste. Eine relativ einfache Sache ist, wenn ihr das Bild außerhalb schon vorbereitet, jetzt eben nicht nur, wenn ihr was selber zeichnet, sondern auch, wenn ihr ein SVG habt. Das habe ich jeweils so gemacht, na, das könnt ihr im Silhouette Studio machen, ich mache es im Adobe Illustrator, dass ich ein Bild schon so vorbereite, dass es ein PNG ist
und dass ich quasi schon eine Umrahmung mache. Ich zeige das euch kurz. Ich importiere hier kurz ein Bild. Hier habe ich ein PNG, was eben genau diese schwarze Umrahmung schon hat. Das, was ich nicht haben will, ist weiß. Und wenn ich auf Bild editieren gehe, kann ich jetzt einfach die Sachen rauslöschen, die ich nicht haben will. Das heißt, die ganzen Buchstaben. Oben der Hase sollte eigentlich alles passen. Da sollte ich alles erwischt haben, außer die Nase noch nicht. Der Rest sollte okay sein. Dann kann ich sagen speichern. Wenn wir uns das jetzt angucken, wenn ich das rausziehe, dann sollte das jetzt überall grau werden. Ist es tatsächlich auch. Und dann kann ich das auch spiegeln und dann in die Größe bringen, wo ich das haben will. Das will ich auf 6 cm. Na, dann habe ich auch hier meinen Stempel schon. Auch eine einfache Variante, einen Stempel zu erstellen, ist, wenn ihr hier eben das macht für das mitgelieferte Stempelset. Da ist die Fläche, die ihr gravieren könnt, 2,5 cm in der Breite und 1 cm in der Höhe. Das heißt, ich habe hier einfach eine Form eingefügt, habe die in der Größe auf 25 mal 10 gemacht. Damit die richtig ist. Zoomen wir hier ein bisschen rein, damit ihr auch was seht, ne? Genau, dann habe ich hier das Kästchen, habe da einen Text eingefügt. Hier gesagt, für dich. Dann habe ich eben bei den Schriften geguckt, was mir da gefallen könnte. Genau, das war Carly. Habe das noch ein bisschen größer gemacht, einfach so, dass es in die Fläche reinpasst. Ich würde sagen, das passt. Dann habe ich hier gesagt, das ist eine Rastergravur. Und habe das Ganze Überlappung trennen gemacht. So, jetzt nochmal. Dann haben wir hier nämlich die Rastergravur und innen drin ist nichts mehr vorhanden. Ich lösche das hier, dann nehme ich das hier zum Stempel erstellen. Natürlich auch hier müssen wir dran denken, das zu spiegeln. Horizontal. Jetzt, was macht ihr, wenn ihr ein Bild habt, was farbig ist und wo ihr daraus einen Stempel erstellen wollt? Ich hole da kurz eins. Mache das hier kurz ein bisschen kleiner. So, das ist mein Santa. Was ich hier als allererstes mache, ist, dass ich die Graufstufe so anpasse, dass das Ding schwarz-weiß wird. So, jetzt habe ich einfach alles schwarze Linien und der Hintergrund ist weiß. Jetzt kann ich auf Bild editieren gehen. Und jetzt müssen eigentlich alle schwarzen Linien weg. Das heißt, ich gehe hier mit dem Zauberstab einfach auf die schwarzen Linien drauf und nehme die alle weg. Und was ich jetzt auch mache, weil das würde jetzt das ringsherum alles lasern und deshalb gehe ich hier mit dem Radiergummi noch ringsherum und lösche da auch noch ziemlich Sachen weg, damit ich da dann nicht zu viel lasern muss. Wird jetzt nicht ganz so genau mit der Maus, ne? Geht nicht ganz so einfach, das zu radieren. Aber macht ihr halt so gut, wie ihr das könnt. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the other. Und das würde ich dann natürlich auch noch spiegeln und in der Größe entsprechend anpassen. Ich habe jetzt hier ein paar Dateien und ich werde das jetzt tatsächlich so machen, dass ich den kleinsten, das heißt diesen kleinen Hasen, den Mini-Stempel,
Also den werde ich verwenden, um das Ganze zu testen. Ich werde erstmal die Standardeinstellungen nehmen, die Xtool vorgibt. Dann werde ich noch ein paar andere Einstellungen angucken und da einfach ein paar Stück davon lasern, so viele wie es dann braucht, bis ich zum richtigen Resultat komme. Und danach werde ich auch noch die anderen Motive lasern, wenn ich dann weiß, welches die richtige Einstellung ist. Das heißt, ich werde das Ganze zuerst mit dem Stempelgummi hier testen und dann auch noch mit dem roten. Und ich werde den Aufbau so machen, dass ich unten einfach die Platte drin habe und den Stempelgummi direkt auf die Platte mache. Und hier ist natürlich klar, ne, wenn ihr lasert, bleibt das Gerät zu. Und ich mache es jeweils auch so, dass wenn ich lasere, dann ist auch sonst niemand in diesem Raum, auch keine Haustiere, weil das ist ein Laser. Und ich habe gehört, dass es verschiedene Vorgaben geben soll in verschiedenen Ländern, was diesen Laser angeht. Ich kann euch da leider nicht mehr dazu sagen, weil ich bin kein Experte in dem ganzen Thema drin. Was ich für mich selber einfach entschieden habe, ist, dass ich, auch wenn es nicht vorgegeben ist, dass ich trotzdem eine Brille tragen werde, eine Laserbrille tragen werde. Und ich kann euch da auch keine Empfehlung abgeben. Guckt euch einfach euren Laser an und da steht ja jeweils auch die Wellenlänge und da hier, bei dem sind wir bei 455. Das heißt, ich habe einfach geguckt, dass ich eine Brille finde, die diesen Bereich abdeckt. Ich weiß ganz ehrlich nicht genau, was die Regelungen sind, jetzt auch in der Schweiz nicht von diesem Tool, von dem her habe ich mich einfach entschieden, weil es tut ja nicht weh, so eine Brille zu tragen. Von dem her trage ich die und bin dann lieber zu viel geschützt als zu wenig. Von dem her mache ich das so, aber das muss jeder für sich selber entscheiden oder sich schlau machen, was für Regelungen sind und das dann entsprechend machen. Aber eben, wie immer, es ist ein Laser. Also nicht eben was öffnen, während ihr lasert. Am besten eben eine Brille tragen. Und ich mache natürlich auch den Filter voll auf, damit da auch das ganze Material, was da gelasert wird, abgezogen wird. Ne? Das hier noch zum Thema Sicherheit. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, damit ihr dann auch die Resultate seht. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with
want you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been... So, meine Lieben, ich bin mit der Testerei mal durch. Ich habe, wie gesagt, zuerst die kleinen gemacht. Dann, als ich das Gefühl hatte, ich habe die richtige Einstellung gefunden, habe ich das auch noch aus dem roten ausgeschnitten. Dann eben das für das Stempeltool auch noch und dann noch den größeren. Von den Einstellungen her habe ich Folgendes ausgetestet. Ich habe mal geguckt, was hier die Vorgabe ist, und beim Rastern haben sie für den 10 Watt Laser 100% von der Geschwindigkeit 40 mm pro Sekunde und 2 Durchgänge. Von den Anzahl Linien steht hier nichts. Ich habe einfach die Standardeinstellung gelassen. Das heißt, ich bin mit 100 Linien gefahren. Und da ist Folgendes passiert. Wenn ihr das seht, beim Ohr ist eine Linie. Das heißt, der erste Durchgang ging und dann hat er plötzlich angefangen, also er hat das Ganze durchgelasert, ist dann wieder hoch und hat erst auf dieser Höhe angefangen zu lasern, und dadurch hat er mir wunderbar das Ohr kaputt gemacht. Von dem her war das jetzt nicht ganz so das Ergebnis, was ich haben wollte. Dann habe ich versucht, das mit einem Durchgang zu machen. Da bin ich von der Power, also vom Prozentsatz, bin ich auf 90, habe die Geschwindigkeit auf 50 hoch gemacht, habe einen Durchgang eben, aber dann 200 Linien, ne? Nicht nur die 100. Und das sah schon mal gut aus. Ich dachte dann trotzdem, ich teste das noch weiter und habe dann noch eins versucht mit 100 von der Power her, von der Geschwindigkeit 50, dann ein Durchgang und eben auch die 200 Linien. Und sah ein bisschen besser aus, aber naja, war jetzt nicht extrem. Von dem her dachte ich mir, wenn ich eh fast das gleiche Ergebnis bekomme, fahre ich hier weiter mit 90, 50, 1, 200. Das habe ich auch beim roten ausprobiert. Ich finde, das Ergebnis ist wirklich super geworden. Ich zeige euch gleich dann beim Stempeln, seht ihr es dann ein bisschen besser. So habe ich dann auch den Spruch für das Tool ausgeschnitten oder gelasert und dann eben auch den großen. Das heißt, für mich so die Einstellungen bei dem, was ich jetzt gesehen habe, waren Power 90, Geschwindigkeit 50, Durchgang 1 und Linien 200. Ne? Das war das, was ich gemacht habe. Ich habe die hier, oder ich muss anders sagen, was ich nicht gemacht habe, ist den Stempel auszuschneiden. Weil das Material ist schon ziemlich dick und das hätte noch mal eine ziemliche Weile gedauert, weil, wenn ihr euch das anguckt, da wird schon, also das ist schon relativ staubig, die ganze Angelegenheit, wenn ihr so lasert. Und seht ihr dann auch, ne, da liegt ziemlich Material drauf. Das heißt, wenn ihr fertig seid mit Lasern, das mit einem Pinsel mal sauber machen und dann unter das Wasser und mit so einer feinen Zahnbürste könnt ihr da das noch reinigen. Und ich dachte eben, wenn ich beim Lasern schon so viel Staub quasi entwickelt, dann brauche ich das nicht noch durchzuschneiden, weil ich werde es ganz einfach mit einem Cuttermesser schneidern. Die habe ich
ganz einfach mit der Schere geschnitten. Also man kommt durch den Rest echt gut durch. Und genau, das mache ich jetzt kurz. Das heißt, ich schneide hier noch die Sachen aus, die im Moment noch am Stempelgummi hängen. Und da gehe ich einfach, ne, also quasi da, wo die Erhöhung aufhört, da gehe ich entlang. Bei dem Geraden hier kann man es eigentlich auch mit der Schere machen. Geht sogar noch ein bisschen einfacher. Und so habt ihr das dann auch schon ausgeschnitten, ne? Das war das hier. Jetzt kurz alles mit der Schere geschnitten, weil ich gemerkt habe, dass mein Cuttermesser nicht mehr so gut schneidet. Aber eben, wie gesagt, funktioniert auch mit der Schere wunderbar. So, jetzt vom Befestigen. Wir müssen ja jetzt irgendwie stempeln können, ne? Und da das Einfachste ist mal hier, ne, dieses Tool, weil da hat es einen Kleber drauf, den ich ablösen kann. Und dann den Stempel schön mittig drauf machen kann. Drückt den einmal kurz fest. Und das Resultat zeige ich euch nachher gleich. Das heißt, der ist schon mal befestigt. Die hier, dachte ich mir, mache ich so wie Mini-Stempel auf die Holzklötze. Das ist eben dieses Set an Holzklötzen, das eigentlich gedacht wäre zum Lasern. Aber ich fand die Größe gerade so wunderbar, dass ich dachte, das eignet sich super hier für meine Mini-Stempel. Aber ihr könnt natürlich auch solche Klötze kaufen oder sonst Holzklötze zurechtschneiden, ne? Wie auch immer ihr das gerne machen möchtet. Und da mache ich die kurz mit Sekundenkleber fest. Ich habe hier einfach so einen Pattex Sekundenkleber, da steht drauf Gummiholz, also von dem her sollte das eigentlich funktionieren. Da versuche ich möglichst gleichmäßig den Kleber zu verteilen und dann den Gummi drauf zu machen. Und den ganz einfach ranziehen lassen. Die lasse ich jetzt so kurz stehen und trocknen. Und bei dem will ich ein bisschen was anderes machen, weil ich möchte gerne den Stempel mit dem Stempeltool oder mit Acrylblöcken verwenden können. Und da habe ich so einen Mount. Ich mache euch den Link dann unten rein. Da habt ihr eine Fläche, die nachher quasi am Stempelblock klebt und dann eine, die richtig schön satt klebt. Und da schneide ich mir kurz so ein Stück aus, das für meinen Stempel passt. So. Dann nehme ich das hier ab oder weg und lege da meinen Stempel drauf. Jetzt klebt es natürlich wie Bolle und deshalb verwende ich hier das Cuttermesser, um einfach ringsherum das abzuschneiden. Dann haben wir den auf einem Mount. Und jetzt testen wir die ganzen Sachen natürlich aus, was wie gut stempelt. Das einfachste von allen ist, wie gesagt, dieses Tool hier. Kurz gucken, wie das rauskommt. Das kommt so raus. Um zu zeigen, wie filigran das geht, ne? Somit habe ich jetzt wunderbar einen für dich Stempel.
Jetzt hat es hier noch so ein Papier dabei, das man bestempeln kann, um das oben reinzumachen. Wunderbar. Kann ich das hier wunderbar reinlegen. Nochmal kontrollieren, dass ich die richtige Richtung nehme. So kommt es raus. Das heißt, ich würde so stempeln. Das heißt, das soll mich angucken. Und dann machen wir hier oben die Abdeckung wieder zu. Und ich sehe hier wunderbar jetzt, in welche Richtung ich stempeln muss. Kann das einfach eben drauf machen. Kurz ein für dich und wunderbar gestempelt. Na? Das ist dieses Stempeltool und in diesem Paket habt ihr eben 2 davon. Das war das erste. Dann kommen wir zu den Mini-Stempeln. Halten noch felsenfest, wunderbar. Und wir gehen jetzt hier auch in der Reihenfolge, wo ich es getestet habe. Das war zuerst hier 140, 2, 100, dann 90, 50, 1, 200, dann 150, 1, 200. Das waren die 3, ne? Und wenn ihr jetzt noch Linien seht, na, bei den letzten 3 habe ich auf den Seiten Linien. Das heißt, ich habe das nicht gut genug abgeschnitten. Und somit schneide ich hier einfach mit der Schere die Kante noch so ein bisschen zurück. Dann versuchen wir das nochmal in derselben Reihenfolge. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. Und jetzt seht ihr beim ersten eben dieses abgeschnittene Ohr und ich habe hier auch noch so ein paar Linien. Bin ich nicht ganz glücklich damit. Das zweite ist eben die Einstellung, die ich nachher weiterverwendet habe. Das dritte ist da, wo ich auf eine 100 hoch bin. Hat jetzt nicht, wenn ihr die beiden vergleicht, das hat jetzt nicht wirklich den riesen Unterschied gemacht. Von dem her bin ich bei der geblieben und das ist der rote Stempel. Also die Kanten absolut sauber, alles wunderbar. Und ihr könnt die Stempel natürlich auch mit der Stempelhilfe verwenden. Ich werde dann, wenn der Kleber wirklich ganz getrocknet ist, das ringsherum noch sauber abschneiden, damit da nichts hervorguckt. Und dann kann ich das auch mit dem Stempeltool verwenden. Oder mit der Stempelhilfe, wollte ich sagen. So, und jetzt kommen wir noch zu dem hier. Da kann ich eben einerseits das Ganze mit dem Acrylblock verwenden, weil das hält, ne? Also wir versuchen es jetzt kurz mit dem Acrylblock. Und da verwende ich jetzt tatsächlich kurz meine Stempelhilfe. So, jetzt können wir den laden. Dann einmal stempeln. Noch nicht sauber. Das ist immer beim ersten Mal, ne? Ihr müsst den Stempel mal so ein paar Mal verwendet haben, damit ihr ein sauberes Stempelergebnis bekommt. Aber eben mit der Stempelhilfe kann ich da jetzt einfach nochmal an derselben Stelle runter. In der Hoffnung, dass ich es getroffen habe. Na, nicht ganz. So lala. Na, könnt ihr wunderbar wieder runterlösen. Das Ganze ins Stempeltool reinpacken. So, jetzt seht ihr tatsächlich auch was. Ich habe den hier einfach seitenverkehrt aus Papier drauf gemacht. Jetzt kann ich den holen. Der hängt hier dran. Ne? Hat jetzt schon einen ersten Abdruck, ist aber nicht schlimm, weil wir stempeln ja jetzt an der genau selben Stelle nochmal. Noch ein drittes Mal stempeln und von diesem Mount, da gibt es verschiedene Dicken. Ich habe jetzt hier den dünnen und bei dem kann ich die Seite vom Stempeltool, wo Clear drauf steht, das heißt für die Clear Stamps,
Wenn ihr den dickeren habt, dann müsst ihr diese Scheibe einfach umdrehen und dann habt ihr hier die Rubber-Seite, dann habt ihr auch mehr Platz zum Stempeln oder für den Stempel selber. So, und das ist mein eigens gemachter Stempel. Na, ihr seht, wie filigran das Ganze ist. Ich finde es Hammer. Also bei der Brille bin ich ein bisschen verrutscht. Ja, aber da seht ihr jetzt einfach drüber hinweg. Aber ich finde das schon extrem cool. Ne? Hier einfach einen Stempel selber gemacht. Und den könnt ihr dann einfach kurz sauber machen wieder. Und den ganz normal wie eure anderen Stempel aufbewahren. Ich habe da jeweils einfach so ein Stück Plastik, wo ich den drauf mache und den so aufbewahre, damit die Rückseite nicht staubig wird. Und so kann man den aufbewahren. Und das ist das, was ich euch heute zeigen wollte, wie ihr eben mit dem Laser so kleine Mini-Stempel machen könnt. Ganz normale Stempel von der Größe her. Na, wie ihr die verwenden könnt, ob auf Holzblöcke aufkleben oder ob ihr eben diesen Mount nehmt, wo ihr es dann auch in Stempeltool oder auf einen Acrylblock drauf machen könnt und dann eben auch noch diese Stempel-Kombi-Tools hier, wo man das Stempelkissen quasi gleich drin hat und dann hier auf die Schnelle kurz was stempeln kann. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert davon wie ich, weil, ne, also das heißt, ab jetzt kann ich wunderbar meine eigenen Stempel machen und die fürs Kartenbasteln verwenden und muss nicht irgendwie in der halben Weltgeschichte herumgucken, wo ich denn meine Stempel herbekomme, sondern kann die ganz einfach selber machen. Das finde ich schon extrem klasse und naja, ich hoffe für diejenigen, die den Laser auch haben, dass das für euch hilfreich war, dass ihr auch Lust habt, das selber jetzt mal auszuprobieren und natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!